Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Little Tree Love. Das heutige Video soll etwas anders werden, und zwar geht es mehr oder weniger um Fanartikel. Gerade wenn man etwas gern macht, dann möchte man das ja auch mit einem T-Shirt oder ähnliches zeigen, dass man die Sache liebt und gerne macht. Aber jetzt gibt es im Bereich Bonsai da gar nicht mal so viele Fanartikel. Was es aber gibt, was bestimmt der eine oder andere schon hat oder sich noch holen möchte, ist dieses Schätzchen hier. Das ist der Lego Bonsai und ich würde sagen, den bauen wir einmal auf und dann betrachten wir ihn einfach mal aus fachlicher Bonsai-Sicht. Ist der Baum gut aufgebaut? Passt der Tisch? Ja, all das besprechen wir dann gleich, wenn der Baum aufgebaut ist. Ich sag mal, los geht's.
Fertig ist der Baum und jetzt schauen wir ihn uns nochmal im Detail an. So, hier haben wir jetzt einmal den Baum, so wie er nach Anleitung aufgebaut werden soll. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Tisch an. Der ist eher sehr grob und ich finde ihn seltsam mit diesen Lücken hier dazwischen. Das ist sehr untypisch für Bonsai-Tische. Ich finde ihn auch zu breit und klobig für den Baum. Also wirklich passend ist er nicht. Die Schale, die ist schwarz, könnte man so machen. Ich würde aber eher eine andere Schale nehmen vermutlich sollte es eine Kiefer oder ein Wacholder sein. Dafür würde ich schon eine andere Schale benutzen und dann möglichst unklassiert. Ja, von der Größe her ist die Schale in Ordnung. Und ja, dann kommen wir mal zum Baum. Den Baum können wir einmal drehen. So, von der vorgeschlagenen Ansichtsseite her fällt erstmal auf, dass die Krone sehr, sehr flach ist. Das liegt auch vor allem daran, dass diese Hauptäste sich alle auf einer Höhe befinden. Da wurde nicht darauf geachtet, den Baum mehr Dreidimensionalität zu geben, beziehungsweise dass der Baum eine richtige Krone hat. Und was auch immer sofort auffällt, es gibt zwar quasi nur den Stamm und dann 3 sehr dicke Äste, woran sich Laubpuschel befinden. Können ja mal einen abmachen. So, das sind diese Laubeinheiten, die man einfach nur draufsteckt, wenn man einmal alle abmacht. Dann kann man auch schon direkt sehen, da befinden sich diese dicken Äste alle auf einer Höhe. Es gibt keine weitere Verzweigung, sondern nur diese Blocken mit Grün dran. Und dadurch gibt es halt keinen wirklichen vernünftigen Habitus, also keine vernünftige Verzweigung oder eine ordentliche Krone, die irgendwie natürlich aussieht. Ein weiteres Problem ist, dass sich zwar an 3 Seiten Grün befindet, also Laubpolster, allerdings hier auf dieser, nicht ganz Rückseite, befindet sich überhaupt nichts. Normalerweise würde man bei einem echten Baum versuchen, dass überall Äste vorhanden sind und es keinen Leerraum gibt, aber hier ist wirklich ein massiver Leerraum, der den Baum auch seltsam erscheinen lässt. Jetzt können wir einmal die Kirschblüten dran machen. Das passiert dann auch wieder wie bei den anderen Laubpolstern über diese Knuppel und einfach dran stecken. So. Durch die anderen Laubelemente hier lässt sich das bei der Kirschvariante etwas besser verteilen und der Baum sieht insgesamt nicht ganz so klobig aus wie in der grünen Variante. Allerdings gibt es hier auch das Problem, dass auf dieser Seite einfach nichts ist. Und hier sieht man auch nochmal extrem, dass sich einfach alles auf einer Höhe befindet und hier eigentlich noch einiges an Krone fehlt.
Witzig sind natürlich hier die ganzen Fröche als Blüte. Das ist wirklich eine sehr putzige Idee. Täuscht aber nicht über die ganzen Probleme mit dem Baum hinweg. Als Fazit kann man sagen, es ist ein tolles Set an sich, zum Aufbauen, zum Hinstellen, aber wenn das Ganze echt wäre, das heißt ein echter Tisch, eine echte Schale und vor allem ein echter Baum, ich würde es nicht kaufen. Der Baum hat unwahrscheinlich viele Schwachstellen, die einfach nicht zusammenpassen, beziehungsweise die man bei der Gestaltung versuchen würde zu vermeiden. In Sachen Schale gibt es noch Bedarf für Lego, da zu lernen, was man denn nimmt. An sich, die Schale ist gut umgesetzt, nur die Farbe ist einfach nicht so wirklich das Beste. Und zum anderen, bei den Tischen müsste auch nochmal nachgearbeitet werden. In der Anleitung finden sich dann noch diverse andere Vorschläge für Bäume, aber da muss ich sagen, die haben teilweise dieselben Probleme wie der Originalbaum, dass sie eher eine sehr flache Krone haben und dann wirklich teilweise auch unheimlich kitschig sind und auch Sachen, die man hier eigentlich auch einfach nicht macht, weil es ziemlich doof aussieht. Als Favoriten hier würde ich sogar sagen, ist es die Schale und der Tisch, die sind wirklich schick. Die passen auch gut zusammen. Der Baum, der fehlt halt wie beim Originalbaum eine ordentliche Spitze. Und auch hier diese gelbe Schale ist ganz gut gelungen. Wenn dir diese Art von Video gefallen hat, dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Dann kann ich gerne noch mehr oder ähnliche Videos machen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!